Hi, meine Süßen. Ja, die meisten von euch wissen ja, was passiert ist. Wir hatten einen tragischen Todesfall in der engsten Wahlfamilie. Und ich will da jetzt gar nicht weiter drüber reden. Und ich weiß, viele finden das schräg, Dinge öffentlich anzuschneiden und dann immer zu sagen, ich will noch drüber reden. Aber so ist das eben, wenn man mit einem Fuß in der Öffentlichkeit ist und Dinge privat halten will, aber trotzdem auch nicht so tun kann, als wären sie nicht passiert. Ähm, Ich kann diese Woche keinen Content filmen, ist einfach so. Deswegen habe ich ein altes Video genommen. Was heißt alt? Das sollte sowieso jetzt die nächsten Tage eigentlich gepostet werden, aber halt eigentlich bei Insta. Und habe das genommen. Es ist im Hochformat gefilmt und habe es so rangezoomt, dass ich es quasi im Querformat für YouTube ausspielen kann. Denn der YouTube-Algorithmus ist wohl so, dass er Beständigkeit am meisten belohnt. Und ich habe jetzt seit Oktober, November jede Woche hochgeladen und habe mir das gezüchtet, dass die Videos jetzt langsam besser ausgespielt werden und wollte das jetzt nicht aufs Spiel setzen, indem ich eine Woche nicht poste. Deswegen gibt es diese Woche dieses Video. Ich hoffe, nächste Woche kann ich dann wieder normal filmen und ich drücke euch und küsse euch und bis dann. Tschüss. Hi meine Süßen, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Nicht wundern, wir sind heute bei mir in der Wohnung und nicht im Studio, weil ich dieses Video sowieso mit iPhone Hochformat filmen muss und ich will euch zeigen, wie die Haut tatsächlich aussieht. Und wenn wir das im Studiolicht machen, dann ist das halt so optimal ausgeleuchtet, dass wir das nicht hinbekommen werden. Deswegen gibt es heute ungefilterte, also es ist eh ungefiltert, aber heute gibt es Realness zu Hause, weil ihr genau sehen sollt, wie die Haut aussieht. Wir sprechen nämlich über Polynukleotide, über das sogenannte Lachssperma. Ich habe mir davon 3 Dosen verabreichen lassen. Bei Christian Rössing, bei einem der wenigen schönheitsplastische Chirurgen, was auch immer, meines Vertrauens in Berlin. Es gibt eigentlich nur 2, zu denen ich gehe. Und Christian ist einer davon. Der ist bei Metropolitan Aesthetics hier in Berlin. Die haben mittlerweile auch eine Klinik in der Schweiz. Also wenn ihr mir von da aus zuschaut, könnt ihr auch da mal gucken. Ja, mein Schatz, ich liebe dich auch. Oskar ist heute mit dabei, weil er dringend das Bedürfnis hat, hier mitzureden, mir Katzenhaare ins Gesicht zu machen und einfach Chaos zu stiften. Aber ja, dieses Video wird sehr viele Schnitte haben, weil diese Katze ständig für Chaos sorgt. Unbewusst, ne? Der fullert hier einfach rum, dann muss der Schwanz dahin, die Pfote dahin, dann fällt das um. Ach je, mein Gott, ist mir gar nicht aufgefallen, ich bin eine Katze. Also ja, genau du Arschloch. Wer mir schon eine Weile folgt, wird wissen, dass mein Unterauge, also dieser Bereich hier, ne, immer schon eine Area ist, mit der ich viel Zeit verbringe, die mir Sorgen bereitet. Ich hätte das sehr gerne glatter und ich hätte gerne, dass da die Haut straffer ist, dass da weniger Haut ist, aber das ist nun mal, wie es ist. Und ich habe durch Kollagenverlust, Unterhautfettverlust, was auch immer, ne, habe ich diese Tränensäcke. Oh, Chaos. Schatzi, I'm trying to film. Can we not? Meine Katzen sprechen übrigens Englisch. Nur, dass ihr das mal gehört habt, dass ihr euch nicht wundert. Und Katzenhaare überall. Du. Ich will euch kurz mal erklären, was Polynukleotide sind. Ich werde es vorlesen, weil das sehr viele medizinische Begriffe sind, die ich nicht auswendig kann. Polynukleotide sind Ketten von Nukleotiden, die natürlich in der DNA und RNA aller lebenden Organismen vorkommen. In der ästhetischen Medizin werden sie häufig aus Lachs-DNA oder anderen biologischen Quellen gewonnen. Die wirken durch Biostimulation. Polynukleotide wirken durch Stimulierung von Fibroplasten, also den Zellen, die Kollagen und Elastin produzieren. Dies verbessert die Hautstruktur und Elastizität. Doch nur ein Schminkmaus, siehst du? Sie fördern die Zellerneuerung und die Reparatur von geschädigtem Gewebe, was die Hautregeneration unterstützt und zu einer verbesserten Hautqualität führt. Soweit der Claim. Feuchtigkeitsbindung ist ein Ziel, also Polynukleotide besitzen die Fähigkeit, Wasser zu binden und somit die Hautfeuchtigkeit zu erhöhen, was zu einer glatteren und strahlenderen Haut führt. Die Empfehlung ist immer 3 Sitzungen zu machen, wie so oft. 3 Sitzungen im Abstand, ich glaube, wir haben 4 Wochen gemacht. Ich nehme euch jetzt gleich mit in die Praxis, also ich zeige euch Footage, wie ich bei Christian bin, wie der mir das injiziert. Ihr seht, wie ich danach aussehe, which is insane. Ich will euch aber jetzt erstmal zeigen, wie ich aussah, bevor wir das alles angefangen haben. Also ich habe ein Video gemacht für Niod Cosmetics, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Und im Zuge dieses Videos habe ich mich gefilmt hier im Tageslicht. Und das ist vor den Injektionen gewesen. Und bei mir ist natürlich immer... Also ich warte zwischen den verschiedenen Sachen, die ich so mache, nie lang genug, damit man jetzt ein paar Monate Zeit hat, um zu gucken, okay, wie hat jetzt diese eine Sache gewirkt. Also, ne, ich habe zwischen dem ersten
zwischen der ersten Injektion von dem Lachssperma und dem zweiten habe ich noch eine CO2-Laserbehandlung gehabt im ganzen Gesicht, auch unter anderem, um das Unterauge zu straffen. Aber das ist ein eigenes Video und die haben ja unterschiedliche Wirkungen auch. Ne? Der Laser soll das ja insgesamt straffen, soll die Kollagenbildung anregen und so. Das, was man bei dem Lachssperma sehen kann, ist, dass die Haut tatsächlich dicker wird. Was super ist, ne? Weil da ist natürlich ist hier Kollagen weg, da ist durchs Alter einfach Unterhautfettgewebe abgebaut und dadurch wird ja die Haut so pergamentig und dünn. Das hat aber auch den Effekt, dass dieser Tränensack, der dahinter ist, das ist ja auch eine Fettansammlung am Ende, dass der nicht mehr so gut drin gehalten werden kann, weil die Haut dünner ist, ne? Weil da weniger Festigkeit ist, um das nach hinten zu drücken. Und dadurch beult der sich so aus. Dadurch sieht man den stärker als früher. Und auch das ist deutlich besser geworden durch die Polynukleotide. Also ja, da sehe ich auf jeden Fall Verbesserungen. Aber ich kann euch viel erzählen. Ihr müsst selber sehen. Deswegen tut mir den Gefallen und achtet jetzt in den Videos, die ich jetzt dazwischen schneide, achtet da mal drauf, wie das hier vorher aussah. Also ich zeige es euch jetzt nochmal im Tageslicht, nur damit ihr, ne, hier habe ich jetzt ja 2 Lampen im Gesicht, damit ich aussehe, wie ich aussehe. Aber ja, es gibt, ich gehe jetzt einfach mal ins Tageslicht, zeige euch nochmal das Auge im Tageslicht und dann guckt bitte mal, wie krass der Unterschied ist zum ersten Video bei Christian in der Praxis. Es ist schon wieder blöd. Lustig. Ich sage, es ist schon wieder blöd. Das Licht ist auch garstig. Naja, egal. Ich bin bei Christian übrigens, Christian Rössing. Das ist ja einer meiner 2 Ärzte. Hallo, sag mal hallo. Oh, hallo. Einer meiner 2, 3 Ärzte des Vertrauens in Berlin. Wenn ihr mich in der Vergangenheit gefragt habt, wen ich empfehlen kann, war es immer auch Christian. Was machen wir denn heute, mein Schatz? Wir machen heute wie immer ein ganz bisschen Botox. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Wir schauen mal, wo es am besten passt. Also eigentlich die regulären Areale, die wir immer machen. Und dann hatte ich eine Idee, so ein bisschen anstatt Hyaluron, was wir eigentlich nie gern benutzt haben, die sogenannte Lachssperma zu benutzen. Das sind die Polynukleotide, die Region ums Auge, Ja. die so ein ganz bisschen so hier, ne, dieses kleine Ja. dass wir da ein bisschen Feuchtigkeit reingeben durch diese fragmentierten DNA-Ketten vom Lachsfisch. Wird heiß diskutiert, Lachssperma, ist aber hat einen Erfolg zu verzeichnen, kann ich sagen. Ich würde es probieren. Du kennst mich, ich mache immer alles. Ich denke, das passt. Cool. Ja? Alright. Fangen wir mit Botox an. Yes. Aber ich habe am 5., also in 2 Wochen, habe ich noch einen CO2-Termin unterm Auge. Das macht aber dann nichts, ja? Das macht nichts. Okay. Da geht man ja eher an die Oberfläche ran und jetzt gehen wir sozusagen wirklich in die quasi subdermal, also unter die Haut, in diesen Bereich, wo dann eben auch das Wasser sich anlagert. Endlich mal wieder Sperma im Gesicht, was soll ich sagen? Meine FollowerInnen sind Kummer gewöhnt, Schatz, was soll ich sagen? So, ich lege dich ein bisschen flacher. Yes. Hast du mal abwischen? Nö, alles gut. So, erzähl nochmal. So, jetzt kommt das sogenannte Lachssperma, also diese Polynukleotide. Und ich finde die super in der Anwendung quasi um den Augenbereich drumherum. Und genau diese kleinen Fältchen hier, denen fehlt ja sozusagen Wasser im Gewebe, zu behandeln. Und da lagern sich kleine Wassermoleküle ein. Das ist fragmentierte DNA. Ist dann aber nicht so puffy geschwollen, sondern einfach nur durchfeuchtet. Kein Puffy, nix. Das mögen wir. Es sieht nur aus wie viele Mückenstiche gleich. Ne? Das sind ganz viele kleine, wirklich wie Mückenstiche. Du siehst es auch gleich, das wird also, wenn du es, wird wirklich nur gequaddelt. Ne? Das sieht man richtig so kleine Mückenstichquaddel ähnliche. Und das ist es im Prinzip schon. Wenn du Glück hast, ist es heute Abend schon fast weg. Ergebnisse sieht man erst wirklich so nach der 2., 3. Sitzung. Das ist ja das, was die Leute immer nicht so mögen, wenn sie warten müssen auf irgendein Ergebnis. Da war's. Okay. Jetzt bin ich wunderschön. Schön quaddelig. Ach, ein Traum. So, ihr habt es jetzt im ersten Video gesehen, die
das Unterauge sieht krass aus. Und ja, auch danach sehe ich krass aus. Ne? Ich habe mir auf jeden Fall ein Uber gerufen, bin damit nach Hause gefahren, weil so wollte ich nicht in der U-Bahn sitzen. Ich wollte niemanden erschrecken. Beim zweiten Mal war mir das dann egal. Da habe ich einfach eine große Brille aufgesetzt. Beim ersten Mal war ich, no, I was not doing it. Die Dinger halten, also bei der ersten Injektion haben die, ich würde sagen, 36 Stunden so gehalten, die Flatschen, bis die weg waren komplett. Beim zweiten Mal werdet ihr gleich sehen, hat er mir was Stärkeres injiziert. Also er hat ein Präparat genommen, das höher konzentriert war. Er meinte, ich glaube sogar doppelt konzentriert. Und dadurch waren die Flatschen krasser und haben auch, ich würde mal sagen, 2,5 Tage haben die schon gehalten, bis die komplett weg waren. Dann war das noch so ein bisschen bumpy, aber nach 2,5 Tagen waren sie dann komplett weg. Und was ich auf jeden Fall auch sagen muss, im zweiten Video ist die Kamera fertig. Also ja, es sieht so ein bisschen shiny alles aus. Das müsst ihr jetzt verzeihen. Und was ihr im zweiten Video auch klar sehen könnt, ist, dass ich beim Lasern war. Also der gesamte Unteraugenbereich sieht noch ganz schön mitgenommen aus. Ganz schön rot, ganz schön reaktiv. Auch sobald ich da dran fasse, wird es knallrot und so. Also ja. Ihr Süßen, ihr seht, es ist früh am Morgen. Und wir sind in einem Office mit schlimmem Licht. Und hier ist, ne, vom Laser ist da immer noch Scheiß. Aber wir holen uns jetzt die zweite Portion von diesen Polynukleotiden. Richtig. Vom Lachssperma. Hi. Ich sag hallo. Morgen. Der Einzige, der um diese Uhrzeit gut aussieht, der hatet. Genau, ich lege mich jetzt hin und das Gesteche filmen wir mit. Ina filmt das mit. Also wie gesagt, das ist jetzt das mit einer höheren Konzentration. Mhm. Du musst niesen. Okay. Ich gehe auch immer ein bisschen mit gerne hier in dem Bereich, weil das hilft sehr gut auch gegen Aknenarben, weil es einfach ein bisschen repariert, ne, in dem Bereich. Überhaupt auch frische Narben sind auch super damit zu behandeln, wenn die so ein bisschen rot sind. Dass wir Weihnachten ein Häppchen essen. So, wie ihr sehen könnt, sieht wild aus. Aber es sieht ein bisschen aus wie so ein X-Men-Filter oder so. Könnt ihr jetzt in der Dr. Xavier's Academy for Gifted Youngsters mitmachen. Und ich finde, jetzt im dritten Video kann man schon echt die Verbesserung sehen. Also man kann sehen, dass die Haut dicker ist, man kann sehen, dass es sich besser anfühlt, dass es tighter ist. Und jetzt nochmal ein paar Wochen, ich würde sagen 4 Wochen oder so nach der letzten Injektion, ich sehe, also ich spüre es, es ist tighter, ich sehe, es ist frischer, es sieht besser aus, es sieht klarer aus. Ich sehe jünger aus tatsächlich, auch wenn das jetzt nicht so dringend das Ziel war, aber it happened. So. Gott, dieses Licht bei euch ist auch nicht schön. Aber hey. So, wir sind jetzt bei Christian Rössing bei Metropolitan Aesthetics. Sag hallo. Hallo. Du bist ganz unscharf. Da bist du. Hi. Und wir machen jetzt die dritte Ladung Polynukleotide, um das böse S-Wort nicht zu sagen. Fällt dir irgendwas auf? Hat sich irgendwas verbessert schon? Ich habe gerade schon, als du reinkamst, mal geguckt. Also ich finde, es sieht insgesamt, das Bild am Unterlid sieht einfach ein bisschen fester aus. Und wenn ich das jetzt anfasse, es sieht einfach hydratisierter aus. Das ist ja jetzt die dritte Sitzung, die wir machen. Und weil du einfach auch vom Typ her das vertragen kannst, hatte ich das letzte Mal auch schon begonnen, dieses etwas stärkere zu nehmen, was man eigentlich eher für die Gesichtshaut benutzt. In deinem Fall benutze ich es sogar an den Unterlidern, weil ich glaube, dass auch hast zwar einen längeren Ausfalleffekt, aber die Wirkung ist besser. Und es ist jetzt die dritte Sitzung und ich glaube, danach sollte es nochmal deutlich besser sein. Aber ich finde, es sieht schon besser aus. Es sieht einfach frischer aus. Es sieht bis genau das und ich merke einfach auch, dass die Haut fester ist. Ja. Also ne, ganz oft sind es ja gar nicht so, also das ist ja kein Skalpell, die Haut kann ja nicht weggehen, aber wenn die straffer ist, ist ja schon mal was. Es ist halt echt ein Vorgang, da muss man Geduld haben, aber ich kann nur sagen, die meisten haben wirklich davon ein echtes Benefit. Ja, du bist scharf und ich bin unscharf. I know. Hier nochmal die Facts, das ist der Preis, das sind die Abstände, 3 Behandlungen im Abstand von ungefähr 4 Wochen. Ich würde es auf jeden Fall machen. Also ich habe jetzt für das Ding natürlich nicht bezahlt, weil ich ein Video dazu mache. Ich würde es aber tatsächlich machen, wenn ich es bezahlen müsste. Weil das ist für mich schon eine deutliche Verbesserung. Es sieht viel besser aus, es sieht mit Make-up viel besser aus. Ich kann viel besser Concealer tragen, ich kann Puder unterm Auge tragen. All diese Sachen, die ich, als ich angefangen habe, wieder Beauty-Videos zu machen, vor 5, 6 Monaten, nicht machen konnte. Ne, da war ein Concealer unterm Auge aufzutragen, war für mich ein Riesenthema, weil einfach die Haut da
so fein war und so faltig und so anfällig für abgesetztes Zeug, dass es mich viel älter hat aussehen lassen, wenn ich da Sachen aufgetragen habe. Das ist jetzt nicht mehr so. Also ja, auch in der Kombination mit dem Laser, aber die Kombination zusammen und ich glaube vor allem die Polynukleotide in dem Fall haben wirklich einen großen Unterschied gemacht. Also ja, deutliche Empfehlung von mir, wenn ihr in Berlin jemanden sucht, der das super macht, geht bitte zu Christian Rössing bei Metropolitan Aesthetics. Ich verlinke den hier unten drunter und packe auch die Details in die Description Box, damit ihr euch da einen Termin machen lassen könnt. Bis dahin, meine Süßen, wie immer, es ist kein dummes Gequatsche, es ist absolut ernst gemeint. Ja, ich habe es umsonst bekommen, mache deswegen dieses Video, aber ich hätte das nicht gemacht, wenn ich keine Verbesserung gesehen hätte. Das hatte ich nämlich auch schon, dass ich dann gesagt habe, Leute, ich weiß, wir hatten einen Deal, eine Kooperation, was auch immer, aber ich habe es mir angeschaut und ich sehe keinen Unterschied und ich will jetzt kein Video machen und den Leuten erzählen, dass sie sich das holen sollen und dann habe ich es nicht gemacht. So, nicht bei Christian, bei jemand anderem. Aber ja. Auch das gibt es und ich würde euch keinen Scheiß erzählen und euch aufquatschen, dass ihr euch teure Sachen spritzen lassen sollt, wenn ich den Effekt nicht selber sehen würde. So. Bis dann, meine Süßen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.